Rekord-Minustemperatur an Silvester. Und jetzt schneit's. Neue Definition von kalt. Unser Plan ist jetzt hier einen Teppich herzutun. Ich habe bis jetzt so ein bisschen Sagex da an der Wand gehabt. Jetzt haben wir das Sagex weggenommen. Weißt du, was das ist? Das findest du möglicherweise in deinem Tiefkühler. Scheibe. Das ist crazy. Das ist die Ecke, wo wir von denen gefriert. Und dann habe ich jetzt aber gerade entdeckt, dort oben, dort müssen wir auch nachher isolieren. Ja, ist ein bisschen weniger, aber auch dort. Und jetzt haben wir Fußleisten gemacht. Ja, schauen müssen wir jetzt nicht diskutieren. Und jetzt legen wir da das Glas her, dass es nicht mehr zieht, weil es gefriert überall was zieht. Und dann legen wir noch einen Teppich drüber. Weil sie wollen nächste Woche -40. Next Level. Thema Wasser, das ewiges Thema. Was ist neu? Neu ist nicht der Haupthahn zugefroren im Haus, sondern wir haben einfach kein Wasser mehr, das ins Haus kommt. Yeah. Boden aufreissen 935,9, 1278, 329, 735 Gagelpäter scheisse. So, hooray, Stunden später, Motivation auf 1000. Wir haben wieder Wasser. Das haben wir gemacht, nebst dem, dass die Heizung voll läuft. Ich hatte es so raufgehauen und Fiona hat warm oder heiß oder relativ warm, sagen wir 60-gradiges Wasser. Also ich habe zuerst den Schlauch so abgelegt und so viel rausgelassen, wie es ist gekommen. Und dann haben wir warmes Wasser oben nachgedoppelt, geschüttelt, gewartet, dann wieder Wasser abgelassen und das 3-4 Mal wiederholt, jetzt aufgetaut. Ja, so sind die Tage in Lappland. Und ich weiss nicht, wieso wir das genau machen. Aber ja, ist halt so. Wir wollen Sauna machen. Ich habe jetzt hier unsere Innensauna angelassen. Und da ist ein Kübel gestanden mit halt dem Wasser. Und er ist einfach gefroren, schau. Das ist doch einfach crazy. Und nämlich das WC geht auch nicht mehr. Wir haben zwar noch fließend Wasser, weil ich Gott sei Dank unsere Wasserleitung nach innen verleiht habe und nicht wie die Finnen dort aussen durchgezogen, wo es immer ab -20 hat gefroren. Aber ja, das heisst, wir haben in der Innensauna trotz 24 Stunden oder nonstop laufender Bodenheizung haben wir unter 0 Grad. Und jetzt hat die Nachbarin angerufen und die hat auch kein fließendes Wasser mehr. Das ist geil. Ich fülle jetzt mal noch einmal alle Kübel auf. Hey, zum Glück habe ich vorgestern auch das Wasser umgebaut, sonst wären wir auch ein mega am Arsch. Die Sonne kommt schon so weit runter. Aber dann sind wir noch nicht auf das Dach vom Häuschen. Wow! Und da zwischen den Bäumen sieht man so durchblinzeln. Oh, wunderschön, die vereinzelten Birkenbäume. Einfach schön. Ich habe jetzt 3 Jacken an. Und jetzt laufen wir zu den Nachbarn, also ins Dorf, 40 Minuten, wo wir zum Essen eingeladen sind. Aber jetzt schon nur mit diesen Händchen zum Filmen, 30 Sekunden das, ja kalt. So, das ist meine schöne Augen.
minus 37. 3 Paar Socken, 3 Jacken. Wir sind einfach etwa 6 Minuten draussen und wir sehen schon so aus. Man spürt wirklich die Kälte durch alle Jacken, durch alle Wollenpullis, durch alles durch. Das ist crazy, oder? Wir sind im Bett. Mit der Daunenjacke. Und da einen Schlafsack zusätzlich über das Decke. Ich bin jetzt in Schlafsack. Ich Du glaub, bist in Schlafsack? ja, Wow. cooler. Wie viel Grad haben wir jetzt? 12? Schon? Recht warm, 12,5. Wow, Ja. es ist mega warm. Es war 9, als wir angefangen heizen. Schon 3 Grad wärmer. Am 17. Januar 2026. Nachdem wir 15 Tage lang minus 38 Grad hatten, was recht kalt ist, haben wir heute 0 Grad. Es ist gegangen. Ja, hier die Tilly anfangen, also das Zeug da rausschreissen. Ja, ist fein etwas gegangen. Da habe ich auch einen Köder rausgenommen. Und jetzt fülle ich eigentlich das Sackmehl und das, ja, was hier oben ist, fülle ich jetzt in das Loch. Das Papier verbrenne ich und das Holz schneide ich weg, damit wir es so im Ofen verbrennen können. Ob schon es 38 Grad wärmer ist als letzte Woche, ist es noch. Also jetzt fühlt es sich. Jetzt ist es bald, also es ist anders kalt, jetzt ist es so feucht kalt, es geht so wie auf die Knochen. Jetzt gehen wir mal schauen. Ja, im Wald, mal schauen, ob wir da über das Schnee kommen. Spannend finde ich immer die Tierspuren. Ich bin noch am Fuchs hängen nachher. Ich weiss, was der Fuchsbau ist. Blutiger Anfängerfehler. Ich habe gedacht, was minus 0 ist, oder 0 Grad, ja, da ist es angenehm im Wald zu gehen, aber der Schnee ist zu weich. Es sind einfach einen halben Meter rein, das ist nicht so cool. Endlich ist die Sonne rausgekommen. Ich habe schon gemeint, es gäbe sie nicht mehr. Schon so hoch ist sie. Ah, wunderschön. Ja, die Sonne kommt schon auf das Haus. Da scheint schon die Hälfte vom Haus. Das. Da ist sie. Wow, was für ein wunderschöner Tag. Aber es ist alles mega vereiset noch. Also ja, klar. Schaut mal hier. Sieht man sie schon? Sie kommt wirklich über die Bäume. Krass. Wow. Das erste Mal eigentlich jetzt auf dem See. Aber ja, wenn man da nicht in so einer Schlittenspur läuft, dann sinkt man zum Teil bis zu den Knien. Wir haben ja noch immer die 80 übersäuerten Silobauen.
wo wir noch immer nicht wissen, was man mit denen machen kann. Jetzt probiere ich mal die Taktik verbrennen. Ja, wie es halt die Menschheit so macht. Schön, wie die Sonne scheint. Und hier, ja, mitten im Schnee brennt es. Brennt nicht wirklich. 19 Stunden später und es lauert noch gang. Das ist krass. Warum ist es so gefährlich, das Zeug im Sommer zu verbrennen? Und jetzt, da wir den Schutz vom Schnee ringsherum haben, ja, tun wir halt die jetzt eins nach dem anderen abbrennen. Und es ist minus 24 Grad. Kalt. Aber die Sonne kommt schon über den Waldrand raus. Es ist wunderschön. Wirklich wunderschön. Kuchenbacken! Yeah. Yeah. Die Stimmung jetzt einfach phänomenal. Es ist zwar minus 30 Grad, aber das Licht und die Bäume, es ist fantastisch. Die Stromkabel sind mega am Schwingen. Das ist noch speziell. Ich weiß nicht, ob einfach ein kleines Biberli-Vögel ist draufgehackt, dass es darum jetzt so schwingt. Yeah, dort hat es sogar ein Halo. Hallo. Strom wollte ich. Aber es ist einfach so schön. Es ist unbeschreiblich. Wenn ich die warme Luft von hier oben, es ist noch richtig warm, könnte da überleiten. Das wäre echt super. Sage und schreibe, vor 4 Tagen habe ich die 2 Siloballen angezündet. Also respektive ein Feuer oben drauf gemacht, in der Hoffnung, sie fangen an zu brennen. Und seitdem bin ich Alltag klein mit der Gabel so ein bisschen drin rumstochern. That's it. 4 Tage brennt das jetzt schon. Das ist krass, oder? Und ich habe noch 80 von denen. Scheibe. Hängen im Stall gesetzt, jetzt übrigens so aus. Da ist das alles auch noch runterzunehmen. Hier zuzutun, das Dach noch 1 Meter machen wieder. Also mit Blech das mal, dann hier zutun. Da, das Dach muss ich neu abstützen. Sorry, siehst du das sonst mal?
Und dann hier putzen und irgendwie auch super zutun, dass man da wenigstens kann, ja, zum Beispiel da oben könnte Heu und Zeug lagern für die Hühner. Und dann hier den Spalt zutut, den Balken hier vielleicht sogar laden, dass man hier ein Kränchen her tun, dass ich hier mit grobem Zeug könnte, weißt du, Stein holen, schweissen, whatever noch kommt im Leben. Und wenn es mich nicht stört, kann ich es echt oben lassen. Das ist der Stau. Wow, da ist anders krass viel gegangen. Da alles abgenommen. Mega krass. Wie es jetzt aussieht. Die habe ich vor 7 Tagen angezündet. Du schau, es räuchelt noch gern.